So, hallo Leute und herzlich willkommen zur German Spirit League GT3 Championship. Wir sind heute wieder, wir haben heute eine neue Saison, geht wieder los. Es ist natürlich 18 Uhr und das bedeutet natürlich, dass wieder die Liga B ist heute wieder am Start. Aber natürlich auch heute wieder mit neuen Piloten, wie ich sehe. Der Auftakt ist natürlich wie nach Mars natürlich wieder auf dem Nürburgring GP. Wir sind mal definitiv auch heute gespannt, auch generell, was die neue GT3-Saison so alles für Überraschungen bringen wird. Da wir natürlich in der neuen Saison aktuell, wie auch in der GT4-Meisterschaft oder in der GT3, ohne Set fahren. Das heißt, ich hoffe definitiv auch für alle anderen Zuschauer und Fahrer und Kollegen auf viel spannendere und engere Zweikämpfe. Mal gucken, wie sich das hier auswirkt. Da bin ich mal definitiv sehr, sehr gespannt, auch was das Qualifying angehen wird, beziehungsweise dann auch natürlich das Rennen. Ich bin heute leider nicht alleine kommentieren. Ich habe heute auch meinen sehr geschätzten Partner und Kollegen, der spielt. Da müsst ihr auch mal gleich in der Party reinschmeißen. Mal schauen. Ich begrüße euch alle auch im Chat, Leute. Hallöchen. Clemsy, grüße dich. Gut. Und wen haben wir noch? Checo Baumgartner, hallo. Und Kowalski, seid gegrüßt. Ne? Wir hoffen heute natürlich auch auf ein geiles Race. Ne? Ordentlich Action. Mal schauen, was die Jungs und hier so alles mal anzubieten haben heute. Die Regeln, wie gesagt, die GT3 und die GT4 fahren unter den, was das Regelwert angeht, unter denselben Einstellungen. Wir haben hier auch einen Reifenverschleiß von 3 und einen Spritverbrauch von 2. Und auch hier in der GT3 musst du 3 Reifensätze verwenden. 4 Reifensätze, Entschuldigung, muss mich nochmal korrigieren. Zwar für den Supersoft, den Weichen und den Medium. Oh, das sind sogar 3. Wobei immer wieder sagen muss, zum Beispiel der Medium muss mindestens 5 Runden lang gefahren werden, inklusive In- und Outlap. Ich werde da mit der Lupe definitiv raussuchen. Roy, sei gegrüßt, hallöchen, ich begrüße dich ebenfalls im Chat. Wir sind heute alle gespannt drauf, wie sich das heute hier entwickeln wird hier und heute zeigen wird, das erste Rennen. Der Nürburgring war in der Vergangenheit immer, was die in der Spirit League angeht, immer eine Geschichte, auch immer ein Ort für sehr spektakuläre Rennen. Ich kann mich da noch definitiv noch an der letzten oder vorletzten Season noch davor in der Liga B auch noch dran erinnern. Einige werden mich vielleicht auch kennen noch als Fahrer und als Pilot. Donny hatte ich auch sehr, sehr spannende Rennen hier gehabt, auch tolle Zweikämpfe. Ich sehe gerade, mein Kollegchen ist hereingeschossen. Ja, wo? Speedy, alter Verrückter, bist du auch mal wieder da? Tag. Ja, sicher. Sind wir denn schon live? Na da, sind wir live. Um Gottes Willen. Wir sind live und wir haben auch schon Zuschauer, sind alle dabei. Ja, ist doch wunderbar. Dann herzlichen Glückwunsch. Erstmal uns aber genau gekriegt haben und hallo an alle. Hier, liebe Zuschauer, ich muss auch dazu sagen, ich bin heute nicht allein. Ich bin heute sehr froh, dass mein gewährter Partner hier, der spielt mir heute helfen wird, heute in der Liga B mitzukommentieren. Das heißt, ich habe heute das Ultimative, den Joker heute in der Hand, was die Datenbank angeht. Ich habe hier heute meine RTL-Datenbank dabei, wenn ich hier irgendwas frage. Ich habe hier meinen kompetenten Kollegen, Ach du Scheiße, übertreib doch nicht, so gleich weiß ich nichts. der mir jedes einzelne, was ich ihm sage, mir sofort prompt wie aus der Pistole geschossene Antwort gibt. Nein. Wir werden einfach mal gespannt sein, wie sich das heute hier einfach entwickeln wird. Gerade das Thema halt ohne Set, da bin ich auch wirklich absolut gespannt, wie sich das heute hier darstellen wird in der Liga B. Und auch natürlich, liebe Zuschauer, nicht zu vergessen, ab 20 Uhr ist dann die Liga A am Start. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, was sich dann dort abspielen wird. Und Dann ist die Lobby noch auf. Ja, die Lobby ist noch da. Wie geht das denn? Irgendwie hat die nämlich gerade meine CD rausgeschmissen. Die Lobby ist noch auf? Die Lobby ist noch da. Laut meiner Zeichnung bist du sogar noch immer noch Lobbyhost. Höchst interessant. Gucken wir mal, wie es jetzt gerade ist. Ich kann sogar noch notfalls noch mal reingucken, noch mal gucken, ob die Piloten, also bis jetzt scheinen die Fahrer auch alle unterwegs zu sein. Scheinbedi, grüß dich, hallöchen. Schauen wir mal erstmal auf die Anwesenheit, soweit wer hier alles da ist. Alles klar, gut. Das war's dann jetzt? Das war's dann mit der Lobby. Keine Sorge, Ja, Leute. pass auf, mein Fehler. Ich bin auf den scheiß Knopf von der PlayStation gekommen. Der CD raus. Meine Also, Leute, alles gut. Es wird eine neue Lobby gestartet. Nichts verzagen. Es können auch immer mal ein paar kleine technische Sachen passieren. Jedem Meister passiert mal ein kleines Malhörchen. Nichts verzagen. Lobby wird gleich sofort gestartet. Dann könnt ihr alle beitreten. Und dann sind wir heute mal wirklich gespannt hier, was die heute hier zeigen wird.
Dark Wolf, hallo, grüße dich im Chat. Heute alle wieder so zahlreich, das ist, finde ich ja richtig schön, Leute. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, schreibt es in den Chat rein. Ich versuche das dann, wenn ich es immer kann, auch für einen Kollegen, der spielt, halt zu beantworten. Wenn irgendwelche Sachen sind, versuchen wir das halt dann auch irgendwie auch zu beantworten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es rein, keine Sorge. Ich hoffe jetzt, dass mein Kollege ist gerade an der Arbeit, die Lobby neu zu starten. Geht jede Sekunde auf. Dann könnt ihr auch die Fahrer und Piloten, die auch aktuell noch dem Livestream noch mit zuhören, die heute in der Liga B am Start sind, könnt ihr dann sofort der Lobby joinen. Und dann denke ich doch, sollte das dann heute doch langsam dann mal heute vonstatten gehen. Renndauer haben wir 40 Minuten und ein 10-minütiges Qualifying. Das ist dann immer so, wie wenn du telefonieren tust und du hast den Computer dran. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Bei Problemen rufen Sie die Auskunft an. Boah, das hasse ich aber die Pest und alles, wa? Wenn Sie ein Problem haben, drücken Sie die 1. Ne? Wenn Sie die Lobby... Ja, wenn die Lobby wieder aufgehen soll, drücken Sie jetzt die 0. Ich hab die 0 gewählt, die Lobby ist auf. Lobby ist auf. Na, da gucken wir doch mal gleich rein. Jawohl, da ist sie doch. Und dann werden wir doch gleich mal reinjoinen, gleich alle auf einmal. Mal gucken, ob die Lobby das standhält. Aber mein Kollege hat heute aus Sicherheitsgründen, hat er sich heute sein 3 Kilometer Glasfaserkabel heute legen lassen. Extra durch die komplette Stadt drüber. Direktleitungsverbindung. Das sollte definitiv heute alles vonstatten gehen. Heute glatt über die Bühne laufen. Stimmt's? Ich kann die Sache beruhigen. Das liegt hier nicht an den Servern. Das war wirklich schon rein kurze Dummheit von mir. Also ich denke, die Serververbindung selber ist stabil für heute. Passiert. Oh, in meinem Chat ist ja gerade mein Auto zu sehen. Oh je, das sollte noch gar nicht zu sehen sein. Das Design ist noch gar nicht fertig. Eieieiei. Das war's jetzt schon wieder mit meiner Geheim-Spoiler-Alarm. Das war's jetzt wieder mit der Geheimhaltung. Ach du je. Oh, wir haben schon 14 Zuschauer. Hallo Leute, grüßet euch, hallo und natürlich nochmal auch herzlich willkommen noch an die Zuschauer, die jetzt nach uns gejoint sind zur German Spirit League GT3 Championship. Die Liga B ist heute am Start. Ich hoffe heute eine neue spannende Saison, ein tolles Rennen. Ich hoffe, die Jungs werden uns heute ein echt geiles Rennen heute uns abliefern lassen. Ich bin absolut gespannt, wie sich das heute wirklich hier darstellt und gerade mit der Tatsache, dass wir ohne Set fahren. Ich habe natürlich schon in der Vergangenheit auch schon der ein oder andere spannende Rennen gesehen, doch da hat man da auch immer gesehen, dass man das auch Setup-technisch der Unterschied war, aber dieses Mal ist das nicht der Fall. Diesmal kommt es nur aufs Fahren wirklich drauf an. Mehr aufs Fahren drauf an natürlich und da werden wir auch gespannt sein, ob zum Beispiel auch ein ehemaliger Liga B Meister, und zwar, wo ist er denn? Da ist er doch, MC Sid 83, auch ein ehemaliger Pilot der German Spirit League gewesen, hat auch schon den Meistertitel in der Liga B geholt. Da bin ich auch gespannt, ob er das dieses Jahr wiederholen kann und auch versucht natürlich seinen zweiten Titel einzufahren oder ob nicht in dieser Saison auch ein neuer natürlich ihm in die Suppe spucken wird. So, die Lobby ist jetzt soweit drinne. Ich hoffe, dass auch alle Fahrer und Piloten auch dann alle hier eingetroffen sind. Alle glaube ich nicht. Jutti kommt noch. Was ist mit Dan? Müsste eigentlich glaube ich auch noch kommen. Warum der nicht will? Den hat es bei mir noch gar nicht gemeldet, muss ich sagen. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht drüber. Aber, also wir warten jetzt noch auf UT. Mix is jumping in for Rüger. Okay. 1, 4, okay, ja. Die noch beitreten können wir eigentlich losmachen, wenn der UT noch kommt. Der war in dem Start drin, ist wieder raus. Mal schauen. Das muss ich wiederum sagen, das finde ich dann aber auch immer wieder cool, wenn Dan wollte mitfahren, jetzt weiß er, was ist da los, alles geschrieben, kommt wieder nicht, hatte das... Leute. Wie gesagt, die German Spirit League hat auch einen Discord-Channel, das heißt auch dort alle ansässigen Piloten, Fahrer und Teilnehmer dort, wenn irgendwas ist und ihr könnt aus irgendwelchen Termingründen auch nicht immer teilnehmen, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, schreibt es bitte rein, meldet euch.
schreibt wenigstens eine Info rein, dass wir auch wissen, okay, ihr könnt so und so halt nicht. Es ist nicht verkehrt, als dann immer zu gucken, na nur, der eine meldet sich nie, was ist er, fährt er oder fährt er nicht. Das sind dann immer so eine Sachen, die man in der Vorbereitungszeit dann auch nicht braucht. Aber wie ich sehe, ist die Moonshine Crew jetzt vollständig. Und natürlich sehe ich auch einen weiteren ehemaligen Piloten der German Spirit League, MSC Jutti. Jutti ist auch natürlich ehemaliger Pilot, ist auch in der Liga B gefahren. Hat auch schon mal durch eine Wildcard, hat er schon auch mal an der Liga A-Rennen mit teilgenommen. Also auch der Pilot scheint mir bekannt zu sein. Und Ja, wir haben tatsächlich wieder ein paar Neuankömmlinge, aber ich glaube, wir haben hier gerade ein Problem mit Jutti. Jutti sollte versuchen, mal seine temporären Daten mal zu löschen. Versuchen mal, dass er seine temporären Daten löscht und dann eventuell nochmal versucht. Es wird ein bisschen schwierig, ist gerade wahrscheinlich technisch ein bisschen immer so eine Sache. Mehr kannst du halt nie versuchen, aber Serverprobleme kommen leider immer wieder. Sind auch leider auch so immer manchmal unvermeidlich. Gucken, ob er jetzt drinne bleibt. In der Lobby. Ja, ladet noch. Ladet noch. Ach. Dann müssen wir die Lobby nochmal neu starten. Ja, machen wir auch. Das heißt, die Lobby wird nochmal neu gestartet. Wir machen eine neue Lobby auf, sodass auch alle Piloten mit teilnehmen können. Ist auch das Beste. Ja. Einen Versuch haben wir. Das heißt, der Liga-Host wird jetzt nochmal die Lobby nochmal neu starten. Und dann versuchen wir das halt dann eben nochmal, dass alle Fahrer reinjoinen können. Aber im Moment, da hat sich gerade die nochmal mit Anstrengung. Geben wir eben noch den Versuch. Komm, GT Sport, gib dir einen Ruck. Ah, das dauert zu lange. Nein. Na, okay. Wir machen die Lobby nochmal neu. Nachricht geht raus. Restart Lobby last time. Oh, gut, okay. Okay, schließen. Ja, gut, ja. Wir müssen die Lobby nochmal neu starten. Ist halt dann natürlich immer blöd, wenn du dann immer alle beisammen hast und dann leider ein bisschen passiert. Das ist immer sehr ärgerlich, wenn er dann an einer Person passiert, ne? Ich kann auch sicherheitshalber. Ja, das ist halt immer, du kannst das hast du in anderen Ligen auch schon mal gesehen, oder in anderen Lobbys joinst du halt rein und dann hast du manchmal Probleme. Komisch, ob es an den einen oder anderen liegt, das weiß man nicht. Und dann tut sich das dann eben manchmal immer. Ist noch ein bisschen immer ärgerlich, das Problem. Schade, dass das Sony immer noch über all die Jahre jetzt, seitdem das Spiel raus ist, auch manchmal immer noch nicht so richtig in den Griff bekommen hat, dieses Problem, wie auch diverse andere. Scheint definitiv auch in der Rubrik unlösbare Aufgabe zu sein. Aha, lieber hat ein Trustmaster T300. Aha, okay. Schön zu wissen. Oh, GTE 3 Bauer, ja, sei grüß dich, grüß dich, grüß dich. Oh ja, okay, wenn du einen Grüß von Hitman kriegen. Ja, das macht er. Leichte Startschwierigkeiten, aber das gehört dazu. Da haben wir schon Erfahrung bald dahin. Ja, da muss ich sogar. Okay, ich habe gerade nochmal Rücksprache mit der Motion Crew gehalten. Dass wir jetzt nochmal den letzten Versuch machen an der Stelle. Ja, ich warte jetzt noch mal kurz, damit doch jetzt mal zu gucken, dass er dann auch mal joint. Ich warte wieder, bis bevor ich dann joine. Mal gucken, ob Ja, er dann. Judy ist schon drin. Judy Also ist schon. joint schon. Okay. Sid joint, Finn ist da. Ja, weil wenn jetzt alle mit EMA ist, das könnte wieder ein bisschen.
Ja, deswegen war das auch ganz gut, dass die Jodi gerade ziemlich früh reingekommen ist. Jetzt laden 3 gleichzeitig, schauen wir mal. Willi. Willi. Jodi ist wieder raus. Ah. Na gut, okay, ja, dann mache ich's anders. Nee. Nee, Baut macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Wir sind schon hinten dran von der Zeit. Also wir sind gerade im Anschlag. Ich habe dem Sid auch gerade gesagt, wir können da nicht nochmal warten. Ist ärgerlich. Ärgerlich für Ja, ist Jutti. immer. Ja. Tut mir leid für ihn. Aus diesen technischen Gründen finde ich das echt immer ein bisschen so eine Sache. Da muss man echt auch mal manchmal aufs Sony ein bisschen rühmen für die ganze Sache, weil es muss heutzutage auch irgendwann auch mal möglich sein, dass auch mal in eine Lobby auch die Möglichkeit ist, dass die Leute da reinschauen. Warum, aus welchen Gründen auch immer er jetzt Probleme hat. Wie ich immer da jetzt über mein Auto schon wieder gestreamt. Das ist gemeiner. Aber gut, wir müssen bald mal anfangen. Denn zeittechnisch wird das echt immer ein Faktor. Das ist schade für Jutti. Tut mir leid für ihn. So willst du halt nie dein erstes Saisonrennen bestreiten durch technische Probleme und die Verbindung heute hier nicht teilzunehmen. Schade. Kann ich gut verstehen. Aber wir müssen bald anfangen mit dem Rennen, denn wir haben heute noch einen Zeitplan, liebe Zuschauer. Das ist eigenartig. Das finde ich schade. Oh, 30 seconds to go. So, liebe Zuschauer, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Rennen und schaue mir erstmal die Fahrer und die Piloten an. Wen sehe ich denn da hier? Finn MR57, auch ein Pilot. Auch ein ehemaliger Pilot der German Premier League, der auch wieder am Start ist. Das freut mich doch sehr. Dann haben wir einen Neuzugang, Knopfauge 26 mit der Corvette. Aha, auch ein sehr, sehr starkes Design, muss ich sagen. Also mal kunterbunt. Finde ich klasse. Dann haben wir Papa Bär mit dem Aston Martin DBR 9. Auch ein schönes Auto. Dann haben wir Sid 83. Im Aston Martin Vantage. Dann haben wir natürlich aktuell in der Box Nikeman 66 mit dem Nissan GT-R. Und dann haben wir Achilles im BMW M6 GT3. So, Michael in.
gebe jetzt nochmal auf 30 Sekunden. Wer bis dahin nicht wieder drin ist, hat anrufen und fertig. Ganz einfach. Ja, wir müssen auch irgendwann Wir auch wollen mal. jetzt nicht nochmal rausgehen, die Livery wechseln. Das ist Wir müssen auch irgendwann jetzt nochmal starten hier. Weil, liebe Zuschauer, es ist gleich 5 vor halb und wir haben 10 Minuten Qualifying, 40 Minuten Rennen. Das wird nach hinten raus gesehen, die Zeit wird immer enger. Aber Leute, nicht vertagen, auch wenn dieses Rennen jetzt mal aus technischen Gründen halt nicht funktioniert. Es ist noch eine lange Saison. Da kann noch einiges passieren. Und Kopf hoch. Es gibt leider immer viel Schlimmeres im Leben. Und wenn es leider mal so... Oh, sehr gute Zwischenzeit für uns im ersten Sektor. Lässt aufhorchen. Aber hat natürlich jetzt Verkehr. Start ist das Qualifying. Sollte jetzt noch jemand reinkommen, kann man gegebenenfalls ein Restart noch Qualifying machen. Aber ich muss jetzt starten. Ja, wir starten. Wir müssen starten. Los. Ja. Ah, es müsste schade. Aber gut, okay. Egal, Qualifying. Liebe Zuschauer. Das erste Qualifying der Liga B in der neuen Saison der German Spirit League GT3 Championship. Ich bin gespannt. Ich schaue noch erstmal, ob alle Fahrer und Piloten soweit noch alle rauskommen. Dass keiner auf Boxenbug hat. So, Nickname ist noch in der Box. Teamkollege fährt jetzt raus. Okay. Das heißt, Nikeman ist der einzige, der aktuell noch in der Box ist. Alle befinden sich erstmal natürlich auf ihrer Outlap. Auf ihrer Innenrunde. Und dann werden wir definitiv gespannt sein, was die Jungs jetzt hier auch zeigen werden für Rundenzeiten. Bin halt auch gespannt, wie Finn sich heute im Porsche schlagen wird. Und ob er vielleicht doch für die eine oder andere Überraschung sorgen wird. Was Gelbe sind natürlich auch für Papa Bär. Und auch natürlich für den... Wie wird er denn eigentlich ausgesprochen? Spielt. Von wem sprichst du genau? Position 4, den Amerikaner. Position 4, der Papa Bell. Ach ne, warte mal, ist bei mir. Jetzt ein anderer. Meinst du den Rüger? Ruger. Yeah, just call him Rüger. I think everybody will know who we meet. Yeah. Aha. Just call him Rüger, we always do. Also, Rüger. Ruger. Das wird er dann verstehen. Ruger. Okay, dann haben wir Knopfauge 26. So etwas sehr lustiger Name. In seiner kunterbunte Corvette. Dann haben wir Michael in seinem Nissan GTR. Und ist doch aus der Box gefahren. Dann haben wir Nikeman 66. Den Engländer auch in seinem Nissan GTR. Aber jetzt sind wir mal gespannt, was die Jungs hier zeigen werden. Sid ist auf seiner ersten gezeiteten Runde unterwegs. Sagen wir mal die Inboard-Ansicht. Guck mal, was er im ersten Sektor uns schon mal zeigen kann. Ich finde das jetzt nicht gut, dass welche während des Season versuchen, immer das Season Ball zu Ja, das sind aber die Leute, die jetzt nach dem Qualifying gehört haben. Ah, okay. Das geht nicht anders. Das heißt, auch für Juti könnte noch die Möglichkeit bestehen, zwar nicht das Qualifying, aber vielleicht auch das Rennen. Müssen wir versuchen. Nochmal. Wäre eine Option für ihn auf jeden Fall. Ja. Wenn er reinkommt, ne? Wenn er reinkommt.
dass wir noch zum Kuh nochmal kurz neu starten und dann loslegen. Aha, ich muss auch erstmal noch ein bisschen lernen mit der Tastatur. Ich bin jetzt gespannt. Auf die erste gezeitete Runde von Sid 83. Und das ist eine 1,55,7. Gucken, ob Finn rankommt. Ja, starke Runde. 56,4. Jetzt kommt Papa Bär. Ah, nicht ganz. Ein Bild, was verloren hat er. Aktuell Rouge auf der 4. Dann haben wir... Oh, Knopfauge auf der 3. Und Michael aktuell auf der 5. Und Nick Mantus ist noch auf seiner gezeiteten Runde. Aber schauen wir erstmal auf den schnellsten vom ersten Run. Ja, es dürfte definitiv schwieriger werden, auch mit dem Essen klarzukommen, weil ich denke mal, du weißt das alles mehr als ich, dass das Standardeinstellung mit dem ersten nicht so einfach ist. Ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung zum Mit-Setup, muss ich auch sagen. Wie wird sich das so verhalten mit dem Auto? Es wird ein bisschen schwieriger sein mit dem Einlenken, denke ich. Also die Geschwindigkeit, mit der du die Kurve also wirklich einlenkst, ist ein bisschen... Also du musst deine Anlenkpunkte eigentlich ein bisschen anpassen. Das ist meine Erfahrung. Aber das hängt natürlich auch immer ganz von dem Fahrstil derjenigen Person ab. Ne? Dann haben wir aktuell auf der 2 Finn, ja, fast 6 Zehntel Rückstand. Dann haben wir aktuell natürlich Knopfauge, ebenfalls auf persönlichen Verbesserungskurs. Sid geht an die Box. Sid geht an die Box, okay. Aber wir haben noch einige Piloten, die auf persönliche Bestzeit unterwegs sind. Gucken wir, ob Finn zum Beispiel seine Runde zu Ende fährt. Ja, das tut er. Hat sich nochmal verbessert. Minimal zwar nur. Knopfauge ebenfalls auf Verbesserungskurs. Papa B hat sich ebenfalls nochmal verbessert. Rüger auch. Rüger auch, okay. Knopfauge hat sich also auch nochmal verbessert ein bisschen. Mixto Michael Hu hat sich auch nochmal verbessert. Geht auf 3. Boah. Ja, und Nikeman tut sich auf die Position 3 schieben. Die Frage, kann Finn jetzt nochmal was gelingen? Ja, persönliche Bestzeit Sektor 2 von Finn. Kann also nochmal nachlegen. Aber natürlich, Sid hat sich neue Reifen geholt und wird schätzungsweise mal da gleich zum Konter ansetzen. Ich frage auch, fährt Finn jetzt die Runde zu Ende? Denn normalerweise wird es auch jetzt immer mehr knapp, wenn er Richtung Box will. Also überlegt, fährt er die Runde zu Ende, kann er dann aber keinen Stopp mehr machen und sich neue Reifen aufziehen. Das heißt, jetzt bin ich auch gespannt, ob Finn jetzt die Runde zu Ende fährt oder ob er nochmal in die Box fährt und holt sich nochmal einen neuen Satz Reifen. Aber das wird gefährlich mit der Zeit. Ja, eigentlich normalerweise... Auch nicht reichen, denke ich. Knapp. Nee, nicht reichen, nee, wird nicht reichen. Der Richtige fährt durch. Er fährt durch. Ja. Und oh! Das war aber knapp am Aber eine enorme Verbesserung von Finn und damit sind es nur 64.000stel hinter Sid. Aber Sid... die richtige Entscheidung hier durchzuziehen. Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt ja. Oh, Papa B hat sich nochmal verbessert. Aber Sid geht jetzt auf seine allerletzte entscheidende Runde.
gucken, wer sich hier noch verbessern kann. Nein, es sieht aktuell noch nicht so danach aus. Oh, Nightman ist auf Verbesserungskurs. Persönliche Bestzeit. Wo sehe ich hier noch grün? Sonst? Nee. Doch. Nee, nur Nightman. Nee, wirklich gucken, muss aber auch mal Finn gucken, ob er sich nochmal verbessern kann. Klar, aber jetzt natürlich neu. Sid mit Purple 500 im ersten Sektor. Ich schau mal, ob Finn nochmal nachlegen kann. Ich glaube, bei Sid. 2 Zehntel Rückstand im Mittelsektor von Finn. Nickman hat sich nochmal verbessert, aber ich bleibe jetzt nochmal kurz auf Finn, ob man das nochmal irgendwie retten kann. Er könnte noch eine Runde schaffen. Finn könnte noch eine Runde fahren. 8000 Steel Purple für Sid im zweiten Sektor. Sid macht's ganz genau. Die Kurve war ein bisschen zu vorsichtig, würde ich sagen, Finn. 400 Sid, Ende Sektor 3. Gucke ich jetzt auf Finn. Kann er noch mal kontern? Ich glaube, die Runde war nichts, aber er hat noch Zeit. Er kann noch eine Runde fahren. Schauen wir jetzt auf Sid. Der wird es nicht mehr noch eine Runde schaffen, aber ich denke, er wird neue Zeit setzen hier. Wenn er sich in der letzten Schikane weggeworfen hat. Schauen wir mal. Ja, aber die sah gut aus. Er ist ja wieder rausgekommen. Ich würde sagen, das gibt eine neue Bestzeit. Ja, 1,55,579 für Sid. Nochmal 2 Zehntel verbessert. Aber schaue ich natürlich jetzt auch auf die anderen. Jetzt die Frage, kann Finn jetzt nochmal zum Konter aussetzen? Machen die Reifen das mit? Da muss er jetzt nochmal alles riskieren. Ist auf Verbesserungskurs 11.000. So. Schauen wir auf die anderen Piloten. Nein, das sieht nicht nach einer Verbesserung aus. Papa wieder ebenfalls durch. Michael ist ebenfalls durch. Knopfauge ist, kann sich auch nicht mehr verbessern. Hat auch seinen letzten One verschossen. Dasselbe gilt. Das heißt, auch nicht. Das heißt, Finn ist der Einzige, der nochmal vielleicht nochmal nachlegen kann. Aber nein, hat wieder 2 Zehntel verloren im Mittelsektor. Wirst du jetzt danach nochmal das Rennen nochmal restarten, um die anderen mit reinstellen zu lassen? Ich denke mal ja. Ne? Genau. Wir werden jetzt in den Start gezwungen. Ich habe vorhin schon mal geschrieben, Restart. Wir werden direkt also restarten, die Nachzügler reintun und dann gehen wir sofort los. Auf jeden Fall kann man jetzt sagen, auf jeden Fall für Finn starke Vorstellung in seinem Qualifying. Also hat sich jetzt hier im Porsche jetzt schon mal sehr gut präsentiert. Da können wir doch vielleicht auf einen spannenden Zweikampf heute hoffen. Den wir ja eigentlich noch nicht das erste Mal in dieser Liga sehen. Nein, das stimmt. Das stimmt, das muss ich auch wieder dazu sagen. Es gab da eine Season in der Liga B, die war heiß umkämpft. Ja, da ging es runter und drüber, ja. Da hat auch ein gewisser Streamer, hat da auch noch dran beteiligt. Aber egal. Ja, das könnte sein. Ich habe so meine Quellen, aber trotzdem Glückwunsch an Sid83 für die Pole. Ne, und natürlich auch an Sid für seinen zweiten Platz und natürlich auch an, wen haben wir denn an Nickman für Platz 3. Aber okay, es wird einen Restart geben, liebe Zuschauer, das heißt, es gibt noch keinen Rennstart. Das heißt, alle Piloten werden jetzt nach dem Start sofort wieder zurück in die Lobby gehen, aus dem Rennen rausgehen. Das Rennen wird neu gestartet. Deswegen keine Sorge, liebe Zuschauer, das hat alles schon seine... So ist richtig. Meine Herren, Restart. So, wer ist noch auf der Strecke? Das ist einmal der Butte und einmal Michael. Wir müssen da noch bitte. Michael und wer noch? Und hier Nightman. Ja. Bitte einmal kurz
Auf Verlassen, meine Herren, dass wir das Rennen neu starten können. Okay, ich stelle schon mal auf Dings um. Gut, okay. Okay, fein. So. Das wird sehr interessant werden. Das heißt, Sid war aktuell natürlich auf der Pole. Ich habe Gott sei Dank. Okay, ich kann ja nur sagen, natürlich Finn war Ja. Zweiter, Nickman war Dritter. Das weiß ich noch. Okay, jetzt hat sich schon durchgehen. Vom Host eingestellt. Der Nickname und der Michi, die müssen noch. Yep. Die müssen beide noch. Aber er kann es doch nicht einstellen. Ne. Das wäre dann echt nett, wenn der andere dann nur noch dazu käme, dann könnte man das dann definitiv über die Bühne bringen. Okay, so, wir hatten Sid vor Finn. Richtig. Dann hat man, ich glaube, Nickname war Nike, auf 3. Papa Bier. Nike ist noch nicht drin. Papa Bier. Und Michael. Passt. Knopfauge war auf. Warte, ich gucke mal rüber. 6. Sid war auf Pole. Und Rüger dahinter. Achilles und G jetzt sind nachgejoint. Kommen also dann rein. Nike fehlt. Ja, Nike müsste jetzt, kannst du jetzt da reinhauen. So, Nike kannst du jetzt auf, der war auf Position 3. Ja, aber ich sehe ihn noch nicht in der Liste. Er ist aber drin, oder? Das sehe ich nicht, weil er ein Glas auf hat. Nein, ist noch nicht. Ja. Warte, ich schreibe. Das sind so eine Sachen. Ja gut, Neuankömmlinge in der Liga, das ist auch immer ein bisschen schwierig, muss man auch immer sagen. Ja, Gibt es manchmal eine kleine Sprachbarriere, okay. Aber das sollte jetzt passieren. ja, macht er. Gut. Okay. Okay, dann Das kriegen wir ja heute noch gerade noch in der Aufstellung. Nike auf 4 war es, ne? Na, da kann ich ja heute nur hoffen, dass wenigstens Liga A heute nicht so lange dauern wird. Hör auf damit. Naja. Okay, we are ready. We're going to start now. Okay, ich überprüfe das, ich gucke mir das nochmal an. Okay, Sid Ja. war auf Pole, Finn war Zweiter, Nickman war Dritter eigentlich. Papa war eigentlich... Oh, also ja. Mein Fehler. Nickman war Dritter. Und Papa Bär war auf der 4. Ja, dann passt dann Den jetzt. Rest Genau. kannst du lassen. So, dann gehen wir rein. Okay. Start. So, Rennen 1 Endlich. der Liga B. Jetzt sind wir gespannt Hoffentlich auf ohne den Bug. Rennstart. Hoffentlich ohne Bug und jetzt sind wir gespannt auf den Rennstart. Kommt Leute im Chat, feuert nochmal richtig an hier. Ich will nochmal was hören hier. Meldet euch im Chat. Jetzt geht's los. Nein. Ja doch, Gott sei Dank. Eieieiei. Eieieiei. Da kannst du gar nicht mehr hingucken. Ich erinnere den einen, hoffentlich geht alles glatt. Hoffentlich geht alles glatt.
Die Ampeln geht an. Die roten Ampeln gehen an, liebe Zuschauer. Und der Start ist freigegeben. Ich würde sagen, kein schlechter Start von Finn. Aber Sid hat den besseren Start. Aber sehr guter Start von Papa Bär. Oh, will sich wahrscheinlich gleich auf Position 2 nennen. Oh Jungs, passt auf. 3 Autos. 3 Autos. Aber sauber gelöst bis jetzt. Schauen wir mal auch. Keine Unfälle. Auch dahinter. Nein. Niemand spät, alles losgekommen. Sehr gut. Das ist auch schon mal sehr erfreulich. Kurz Angst um Mike. Finn konnte seine Position halten. Aber Knopfauge hat sich auf Position 3 geschoben. Dahinter haben wir Nickman 66, dann Papa Bär auf der 5, dann Gerard auf der 6 und dann Ruger auf der 7, dann Michael auf der 8 und der letzte aktuell, ich Achilles, auf der 9. Moment, da geht noch wieder einer. Ich habe doch gerade irgendwie in der Spur gesehen. Kann Finn also mit Sid mithalten, aber dahinter haben wir jetzt schon mal einen Kampf hier um Position 3 zwischen Nickname und Knopfauge, der aber jetzt die Kluppe zurückstecken musste und die sich jetzt natürlich gegen Papa Bär wehren muss. So, da haben wir schon mal einen Vierkampf. Die wollen das wohl hier sich klären hier, aber oh, Knopfauge muss sich jetzt wehren. Eieiei, 3 Autos, 4 Autos. Papa Bär muss aufpassen, der BMW ist nah dran. Ah, macht Knopfauge zu. Eieiei, 4 Autos und da. Ja, bei 4 Autos in der Schikane können wir uns noch mal angucken, liebe Zuschauer. Im Replay. Ja, ich würde sagen, da war einfach kein Platz mehr. Da ist schlichtweg für irgendwo die Straße ausgegangen bei 4 Autos. Was willst du machen? Ist halt dann irgendwann mal der Punkt, wo du dann halt... Oh nee. Ah doch, okay. Ist halt dann irgendwann mal der Punkt, wo du halt nicht mehr machen kannst. Oh, Achilles hat sich jetzt auf die 6 geschoben. Muss sich jetzt natürlich auch wehren. Knopfauge muss sich ebenfalls wieder wehren. Gegen Ruger, der ihn auch sehr dicht auf der Pelle hängt. Oh, fast. Kann sich ganz gut absetzen. 2,5 Sekunden zwischen den ersten beiden Plätzen, aber dann gibt es 5 Sekunden Lücke auf Vierheit. Ja, Finn und Sid, die profitieren mal richtig davon, dass die hinteren wildes Gerangel ist hier. Obwohl sich Gerard gerade jetzt auf Position 3 gesetzt hat und glaube ich jetzt mal versuchen wird sich abzusetzen. Knopfauge hat wieder einen kleinen Fehler gemacht. Ist auch richtig am Kämpfen hier. Ruger ist hinten dran, Papa Bär ist auch nicht weit weg, muss aber aufpassen, hat Achilles hinten im Nacken sitzen. Nickman ist auch nicht mehr weit. Michi hat einen kleinen Fehler gehabt. Hat jetzt ist aktuell das Schlusslicht. Oh, Papa Bär muss kämpfen. Interessant könnte noch Folgendes werden, und zwar sehe ich genau 3 Fahrer, die nicht die Supersofts gewählt haben, sondern auf den Softs unterwegs sind. Und das sind Gearhead, Achilles und Rüger. Also alle 3 mit den Softs unterwegs. Das heißt, alle müssten eigentlich im ersten Stop auf die Medium wechseln, um die Reifenregel einzuhalten. Ja, das würde bedeuten, dass versucht natürlich dann vorne Sid und Finn versuchen die natürlich dann abzusetzen. Wenn auch leider Sid leider mit der neuen schnellsten Rennrunde wird das auch definitiv tun. Also versucht sich gleich Lücke zu schaffen. Mal gucken, ob Finn damit Sid mithalten kann. Aktueller Abstand 2 Sekunden. Ja, das Loch aber zwischen Position 2 und 3 reißt schon auf wieder schon 7 Sekunden. Das Finn kann die Lücke zum Westen ganz relativ stabil halten. Das war jetzt in der letzten Runde. Sid hat eine neue Schnellführung gesetzt mit 1,52,2. Finn war 2 Zehntel dahinter. Knopfauge hat einen richtigen Kampf vor sich, der muss sich aufpassen, hat Ruhe hinten dran, also wird den Alpha formatfüllend im Rückspiegel haben. Papa Bär konnte sich ein bisschen absetzen hier von den beiden dahinter, aber
heißt der eigentlich Nike-Man oder Nick-Man oder wie auch immer der Spitzname? Nike Man. Nike-Man. Daneben Nike-Man und Achilles. Und der griechische Gott Achilles. Ja, denke ich, das ist auch richtig. Ich denke, das ist dann irgendwie angelegt, aber... Okay. Ja, Michael ist auch wieder dran. Also hier hast du wieder mal einen Zweikampf, wieder mal zwischen dem Nissan GT-R von Nike-Man und Achilles. Papa Bär versucht natürlich jetzt, Fehler von Knopfauge. Das Manöver jetzt nutzen. Und das macht er. Der 60 Jahre alte Mann im Alpha 4C, den ich ja nicht haben wollte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das macht er hier nicht schlecht. Was? So alt ist er? Das ist mit einer der ältesten Piloten im Feld, würde ich sagen. Das ist der nächste Runde. Ich glaube, die ist jetzt der älteste. So, Special Duties für wieder. Ja, da hat Knopfauge, würde ich sagen, mal Danke gesagt, ganz einfach. Ja, haben sie sich gegenseitig wieder hergestellt. Und natürlich durch diesen Fehler natürlich von ihm ist natürlich jetzt wieder Papa Bär rangekommen, wieder Nike-Man wieder rangekommen, Achilles wieder rangekommen und da hast du schon wieder einen Dreikampf, Vierkampf. Ja, der wird da hinten nicht langweilig, denke ich. Also da weißt du jetzt ja echt gar nicht mehr vor Schreck, wo du jetzt eigentlich hier hinschauen tust, weil hier überall nur Zweikämpfe sind. Oh. Gott sei Dank in der Auslaufzone. Wo haben wir dich? Ja, da machen wir nochmal das Replay. Was ist dir passiert, Großer? Ach, okay. Würde mal sagen. Ich würde mal sagen. Ein bisschen weit draußen und dann der 4C halt, ne? Ja. So, ich mag den 4C auf der Bremse vorne ja überhaupt nicht. Da kann ich ganz schlecht umgehen. Daher machen wir trotzdem gut ab. Also ich muss dazu sagen, also ich staune, dass du den Alpha, also ohne Set den Alpha stelle ich mir schon wirklich schwierig vor. Also das sag ich als Controllerfahrer, obwohl ich mit manchen Sachen auch schon gut harmoniert habe. Aber gut, zurück zum Rennen. Knopfauge hat seine gute Position wieder irgendwie verloren und musste jetzt wieder gegen den Nissan und den BMW sich wieder verteidigen. Papa Bär konnte das nutzen, hat sich auf die 4 geschoben. Macht jetzt Jagd natürlich auf Gerard, der wiederum hat schon 13 Sekunden Abstand auf Finn. Also Finn und Sid da vorne bestimmen das Tempo und können sich absetzen und Finn hat irgendwo auch 3 Zehntel gefunden. Abstand jetzt nur noch 1,6 Sekunden gegen Sid. Komm Finn, los, gib Gas, Junge, hau rein. Da ist was drin heute für dich. Ja, und das ist auch eine richtig gute Runde von Finn. Oh, da muss sich Sid auch strecken. Das ist noch nicht gegessen, das Thema. Nee. Finn wird alles geben. Da ist der Trott noch nicht gelutscht. Nein, noch lange nicht. Oh, Cockpit-Perspektive, das funktioniert ja sogar mal. Das hätte ich nicht gedacht. Letztes Mal hat das mal wieder mal nicht funktioniert. Aber da sieht man mal, wie Finn aus der Cockpit-Perspektive Sid im Auge hat. Schauen wir aber natürlich jetzt auf die anderen Leute, auf die anderen Kollegen. Mal gucken, was mit den Zweikämpfen hier ist. Oh. Knopfauge. Muss. Oh, ey, das kostet dir Zeit am Anfang. Allen Piloten eigentlich da hinten. Weil die konnten bis jetzt, glaube ich, nicht mal eine vernünftige Runde fahren, weil die immer nur mit Zweikämpfen beschäftigt waren. Das sieht tatsächlich so aus. 1.15.8, 2 und 2.6 als Startrunde. Ja, würde ich sagen, da bist du ein bisschen und selbst natürlich für ganz hinten hier, für unseren Altgedienten hier, guck mal, ist schon wieder ran, weil Gerard lässt ausrollen, hat Motorschaden, aber wir fahren in der Liga B natürlich Schaden auf leicht. Nein. Ach, wir haben ja dieselben Einstellungen, das heißt Schaden schwer, oh je. Es gibt einen frühen Pitstop für Gearhead. Das Kann er heißt... leider seinen Softreifen-Vorteil nicht mehr ausspielen. Der wird dann wahrscheinlich jetzt auf die er wird da viel Zeit verlieren. Oh, das muss ich auch sagen, liebe Zuschauer. Also auch Liga A und Liga B fahren wir alle mit denselben Einstellungen. Das heißt, auch in Liga B ist der Schaden auch schwer. Das bedeutet, schön aufpassen im Zweikampf. Knopfauge ist wieder dran. Hat sich wohl wieder berappelt. in die
Reifen auch alle eigentlich ganz gut aus. Ja, Jetzt von der 75% Startmenge runter auf ca. 50-55%. ja, Papa Bär gibt alles. Will sich jetzt, denke ich mal, irgendwie versuchen zu lösen. Es wird ziemlich schwierig werden. Oh, und Finn kommt immer näher. Jetzt kommt an der Box an, jetzt haben wir schon andere ganz gut. Finn hat den Abstand jetzt nur noch unter einer Sekunde zwischen Finn und Sid. Ich würde sagen, Finn kann die Reifen ein bisschen besser noch managen als vielleicht Sid. Sid hat vielleicht schon Probleme. Ganz schön schnell für so einen jungen Mann. Muss man ja mal erwähnen, das ist durchaus einer der jüngsten, die hier am Start sind. Macht Feuer hier. 16 jetzt. 15 Schumacher ist. Ah, ist im Fenster. Wollte etwa angreifen. Jetzt um Schumacher ist noch ein Angriff starten, das wär's. Das sind die besseren Reifen. Hat sind beide auf Supers. Ja, sind beide aus doch auf Supersoft unterwegs. Jetzt ist aber Finn natürlich im Windschatten. Ja, aber aber lange gerade richten. Ja, die Amerikaschikane. was Roy natürlich. Spannend. Roy hat dafür immer einen Begriff natürlich immer rausgepackt letztes Jahr, und zwar die Dirty Air des Grauens hat jetzt natürlich Finn vor sich. Mal gucken, ob er sich mit der Dirty Air irgendwie arrangieren wird. Aber für Sid bedeutet das natürlich jetzt irgendwie auch Druck. Wird auch wahrscheinlich überrascht sein, dass er sich mit Finn so einen starken Gegner hier hat auf der Strecke. Aber Sid ist erfahren genug, denke ich mal, damit umzugehen. Allerdings leiden die Porsche-Reifen auch etwas mehr. Da ist die Frage, wie es jetzt hinkommt. Versuchst du immer mal so dran zu bleiben oder oh hier, ja. Das ist halt der Knackpunkt, wenn du zu nah dran bist. Ja, nochmal durchatmen für Sid an der Stelle. So, noch 28 Minuten Rennzeit übrig. Aber wir müssen das wird tatsächlich wieder Nike Man wieder auf Position 3 geschoben. Papa wäre wieder Vierter. Diese Vierer-Kampfgruppe ist hier einfach immer noch irgendwie im Bereich. Immer noch sehr nah beieinander. Ja. Super Bereich von 1, 2 Kurven direkt hintereinander noch. Hier hätten leider ein bisschen zurückgefahren. Ja. Der Reifen aufgezogen hat, der hat auch Mediums aufgezogen. Das heißt, ich gehe davon aus, wir den jetzt durchfahren wollen. Wobei das mit dem Sprit. Ja, das sollte nicht so einfach werden, auch für Nike Man definitiv. Sprit bei mit dem Sprit habe ich auch immer bis 50% angegriffen. Aber gucke mal, der Knopfauge, seine Reifen sehen ja richtig gut aus. Also der hat die Reifen ja voll mit Abstand gut gemanagt. Papa B hat sie, glaube ich, mit Abstand am schlechtesten. Ja, Nike hat es auch nicht mehr so gut. Das könnte natürlich jetzt die Chance sein für Knopfauge, weil seine Reifen sind damit am besten. Oh, Schumacher ist außenrum. Ist mal eine Ansage. Schau hier mal vorne den Führungskampf natürlich. Finn ist immer noch nah dran an Sid. Will er jetzt versuchen, hier einen Angriff zu starten auf der Start- und Zielgeraden. Sid ist im Windschattenfenster. Finn ist im Windschattenfenster. Sid versucht natürlich, Finn keinen Windschatten zu geben. Ey, das ist ja noch gar nicht gelutscht, wer hier wer gewinnt. Knopfauge geht an die Box. Warum? Warum geht Knopfauge an die Box? Der hat doch seine Reifen, braucht er doch gut. Ich bin mir da auch nicht ganz schlüssig. Hä? Warum zieht er den Stop jetzt vor? Ein Undercut? Oh, Papa wäre im Angriff gegen Mixto Michael und ist vorbei. Vielleicht auch gar nicht so dumm, weil die Plätze vor ihm behaken sich da doch momentan schon sehr stark. Also die Chance, hier eine schnellere Aufwärts zu fahren, wenn sonst die ihrer Inlap gegebenenfalls fahren, wenn sie jetzt auch Ja. Also es kann funktionieren. Ja, das aber funktioniert ja auch, weil Mediums, ne? aber ich würde sagen, da hat aber Mixto Michael aber die Track Limits aber mal bis auf den letzten Millimeter ausgenutzt und leckt auch ein bisschen bei mir. Mal im Auge behalten. Da ist irgendwo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Papa Bear ist oder
Mix, aber irgendwo ist da ein kleines Leck. Ich glaube, das könnte Mix sein. Ja, ein Zucker ein bisschen. Und der Älteste Aber das ist noch im Rahmen, ne? und der Älteste im Feld hat sich wieder nach vorne gearbeitet. Ja, der ist ja Oh, wurde jetzt aber angeschoben von ja, ich glaube knapp nicht. Achilles. Ja, die Jungs kennen sich selber untereinander, also die werden sich da schon einig. Das sind doch Teamkollegen, wie ich das hier sehe, ne? Wir haben ja 2 NLC-Teams hier im Moment. Weil jetzt Achilles ist Stammfahrer des ersten Teams. Rico fährt normalerweise im GT4-Team schnell, aber er ist Da drängt sich hier, Achilles drückt sich hier einfach mal rein gegen den Alpha. Aber mal gucken, ob der alte Fuchs hier nochmal was dagegen setzen kann. Ich guck mal vorne bei Sid und Finn mit. Ja. Die sind momentan immer noch so dicht hintereinander. Es geht in die erste Kurve, bleibt aber alles beim Alpha erstmal. 15. aktuell der Abstand. Da bin ich gespannt jetzt auf Knopfauge. Wie gesagt, du hast schon recht, da hat sich die Mediums aufziehen lassen. Dasselbe gilt für Gearhead. Gearhead hat sich ebenfalls die Mediums aufziehen lassen, ist so gerade schon wieder am Kämpfen gewesen mit seinem Auto. Muss vorne natürlich auch den Kampf beibehalten zwischen Mixto Michael und Papa Bär. Benjamin setzt wieder zum Angriff an, kann Papa Bär dagegen halten. Spielt natürlich auch Nike Bell wieder die Karten, kann sich auch kurz wieder absetzen, 5 Sekunden auf die beiden Kampfhähne. Aber das Loch nach vorne ist schon gigantisch. Ja, Finn folgt Sid wie ein Schatten. Aber zurück zu diesem Kampf hier zwischen das NLC-Team. Auch eine schöne Lackierung, dieses dunkelblau und dann dieses Gold. Sieht nicht schlecht aus. Ja, Flo, ja, grüße dich auch im Chat. Ja, Sid versucht natürlich alles, aber er hat heute einen sehr starken Gegner. Da wird er sich heute strecken müssen, Flo. Und außerdem schön, dass du auch mal wieder da bist. Vielleicht sieht man dich aber irgendwo wieder mal auf der Strecke. Oh, Papa Bär kommt irgendwie... Hat sein Lieblingsfreund hier auf der Strecke schon irgendwie gefunden, die beiden. Die beiden scheinen auch jetzt auch im Zweikampf in den Einsam zu sein. Nach vorne und hinten jeweils 5 oder 4 Sekunden. Bin auch gespannt, was auch Knopfauge noch aus dem Hut zaubert, ob der Undercut für ihn aufgeht am Ende. Ja gut, bei seinem Reifen hätte ich mir das so langsam mal denken können, dass die runtergehen. Ja. Der DPR ohne Set dürfte auch nicht einfach zu fahren sein. Obwohl vielleicht seine Strecken vielleicht noch kommen werden, wo er dann noch am besten besser performen kann. So, Knopfauge dürfte vorbeigehen an Papa Bär dadurch mit seinem Undercut. Also zwischen Sid und Finn ist der Reifenverschleiß eigentlich praktisch identisch. Also beide fahren stark angenähert, ja. Beide fahren auch, was die Rundenzeiten angeht, auch wirklich fast auf die eine Zehntel fast genau. Also ausgeglichener kann es ja schon gar nicht mehr sein. Aber Finn traut sich aber auch nicht jetzt noch mehr Druck auszuüben auf Sid. Frage ist, ob Finn natürlich noch, ob seine Reifen das noch zulassen, noch einfach noch mehr zu pushen. Oder ob er nur versucht, natürlich sauber auch irgendwie das noch zu kontrollieren. Das ist halt der Punkt, wo die Fahrer halt nur entscheiden können. Das wird C werden auf jeden Fall. Achilles mit dem Ausritt ins Kiesbett. Schauen wir mal. Hey. Ja, ich würde mal sagen, da waren irgendwann noch mal die Reifen. So hätte ich es jetzt auch eingeschätzt, ja. Doch diesen Finn an der Box. Nicht mehr gehabt. Finn an der Box, jetzt wird's interessant. Jetzt muss Sid natürlich pushen. Das ist natürlich jetzt für Sid natürlich das Zeichen, Vollgas zu geben, alles was geht. Ich denke mal, das wird er auch tun.
Jetzt die Frage, was mit den schlechten Superweichen noch drin ist hier. Also letzten Runde waren wir bei einer 57. Da hat ein bisschen meine Einstellung gesponnen. Da war Finn aber richtig schnell mit seinem Stop. Aha, okay. Geht auf die Mediums, tankt so weit, dass er durchfahren kann. Da bin ich gespannt, ob Sid jetzt reagieren wird oder ob er noch eine weitere Runde fahren kann. Das heißt, den Weichen müssen sie noch ausprobieren. Das heißt, ein Stop haben sie noch vor sich. Sie sind völlig frei, nachdem sie die Medium gefahren haben, sind sie völlig frei für die Reifenwahl. Okay. Also der Medium-Reifen ist immer noch Pflicht mit 5 Runden, inklusive der Innenraum. Aber das ist eine der Neuerungen zu dieser Saison, dass wir die Regel auf dieses beschränkt haben und ansonsten ist die Reifenwahl frei. Ah, okay, gut, danke für die Info. Dann weiß ich das jetzt auch. Das könnte natürlich für Finn bedeuten, versuchen durchzufahren. Schlichtweg einfach. Versuchen den Wahnsinn hinzukriegen. Das ist jetzt genau die Frage, die sie sich jetzt stellen müssen. War ich nur die 5 Runden auf dem Medium und nehme die zusätzlichen knapp 30 Sekunden für den Boxenstopp in Kauf. Dann müsstest du aber auch schon wieder in der restlichen Zeit mehr als 2 Sekunden schneller sein. Sid fährt aber noch eine Runde. Es ist auch aktuell noch so, dass ich Sid weiter von Finn absetzen kann. Ja, aber das sieht auch wahrscheinlich, wenn Finn natürlich erstmal sich mit die Reifen arrangiert hat. Das dürfte in der ersten Runde ist sowieso schwierig mit den Mediums. Aber wenn dann Finn da rausgekriegt hat, glaube ich schon, dass er versucht natürlich den Speed zu halten. Ich habe das so im letzten Rennen GT4 gesehen, letzte Woche. GT4, das auf dem Red Bull, wo wir unterwegs waren, dass zwischen den Weichen oder auch die Medium oder auch den Super Soft nicht groß Unterschied war. Da haben wir wirklich nur von manchmal 3 bis maximal 4 Zehntel waren das nur. Und manchmal war es... Weil es halt immer auch sehr stark am Tankinhalt hängt. Und ich denke, das könnte jetzt hier gerade genau das sein, was Sid noch halbwegs, weil Sid hat in der letzten Runde immer noch eine 1,56,5 gefahren. Muss man Finn im Auge behalten, was er noch so mit den Videos rauszaubert. Aber wenn ich mir jetzt mal den anderen Kandidaten hier anschaue, Knopfauge zum Beispiel, gut, der war natürlich jetzt wieder mit seinen rundenlangen Zweikämpfen wieder bedient. Hier ist doch wieder in diesem Zweikampffeld wieder angekommen. Muss sich jetzt natürlich auch wehren. Papa B hat zwar auch Mediums aufgezogen, klar, reifentechnisch also alle safe. Aber wer... Ich habe befürchtet, dass Knopfauge zu wenig getankt wird, muss man wissen. Ja. Wirklich nur für die 5 Runden getankt, die einfach heute mit den Mediums sind, dann wieder auf Super Soft. Knopfauge hat definitiv zu wenig im Tank. Ja. 5 Euro wieder ein Schwein. Schon wieder so ein Spruch, oh, Papa Bär geht mal aber sowas von eiskalt vorbei. Aber Finn, wieso komme ich immer auf Finn? Sein Knopfauge hat aber weniger am Tank und Papa Bär hält dagegen und das kostet dir aber wieder Zeit und da kann sich Victor Michael wieder ein bisschen absetzen. Der hat sich aber neues Supersoft aufgezogen. Sieh an. Die beiden sind sich hier nicht einig. Das muss aber heißen, dass Mix meiner Meinung nach nochmal auf die Mediums wechseln müsste. Ja, weil der hatte, glaube ich, weich gehabt. Dann super soft. Das heißt, Im ersten Stint hat niemand Medium gefahren. Also, egal wie es rumsteht, der Medium muss noch kommen, auf jeden Fall. Sid ist weiterhin draußen geblieben, fährt also noch eine Runde. Was auch natürlich gucken, wie schwierig das für ihn wird. Da muss man jetzt eigentlich mal das Rennen lesen. Ruger natürlich der älteste im Feld, hat aktuell Position 3, klar, war noch nicht an der Box. Fährt auch mal definitiv seinen Tank leer. Finn hat aber in der letzten Runde 2 Zehntel gewonnen. Knopfauge geht nochmal in die Box. Ja, wie du sagtest, ja. wollte die 5-Runden-Regel, wollte er nur absolvieren. Ich denke mal, was wird es geben? Ich denke mal Super Soft. Das wäre auch meine Wahl an der Stelle.
Ich denke mal auch super soft, aber jetzt muss er natürlich für die 15 Minuten noch wesentlich mehr Sprit ins Auto reinmachen, als wieder nur für ein paar Runden. Gucken, wie viel er tanken wird. Wird es hier nicht angezeigt? Aha, okay. Du musst ja nicht alles wissen. Nee, ich merke schon wieder. Mir wird schon wieder Tanken halt nicht angezeigt. Das ist ja genial. Aber gut, okay, man kann es hier unten ablesen, ungefähr wie viel Sprit da drin hat. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Wie brauchst du denn? Naja, bei Knopfauge, ich würde sagen so 55, knapp ein bisschen über 50%. Ja, ich würde tatsächlich sagen, ist sogar ein bisschen viel getankt für die Restzeit. Aber okay. Auf jeden Fall hat er jetzt genug Sprit dabei. Ja, das reicht auf jeden Fall fürs Rennende. Bei Papa Bär könnte es vielleicht ein bisschen tricky aussehen. Vielleicht muss er ein bisschen sparen, mal gucken. Für Achilles reicht es auf jeden Fall, denke ich mir auch. Muss auch ein bisschen gucken. Gearhead hat, glaube ich, die tun aber ein bisschen ganz schön scharf kalkulieren. Nike Man hat auf jeden Fall genug Sprit drin, aber der muss noch an die Box und die Medium sich holen. Oh, der älteste im Feld ist immer noch auf den ersten Reifen unterwegs? Nein. Okay, jetzt haben wir auch super weit gewechselt. Okay, ja. Ja. Aber Ruger ist jetzt an die Box. Denke ich mal, jetzt kommt Medium. Schauen wir mal vorne. Der Abstand bleibt konstant. 27,5. Der letzten Runde hat Sid wieder 3 Zehntel gewonnen gegen Finn. Muss sich aber jetzt, glaube ich, ein bisschen gucken, denn ich glaube, Gearhead will sich zurückrunden und hat auch die besseren Reifen. Und das wird natürlich jetzt auch für Sid schwer, weil Gearhead will zurück, aber muss natürlich aufpassen, hat den Führenden. Und da musst du dann auch, derjenige, der sich zurückgerundet ist, sich aktiv ein bisschen aufpassen. Ich stelle mir den Stress ja gar nicht an Sid seiner Stelle würde ich jetzt an die Box fahren. Ja, das wäre vielleicht das Beste für Sid. Halt klar, normalerweise haben natürlich die Überrundeten kein wirkliches Recht, jetzt unbedingt darauf zu pochen, dass sie dann wieder überrunden können, aber erlaubt ist es normal. Und mit diesen Reifen hältst du auch als Führender auch das Feld dann doch an der Stelle auch auf. Ne? Also war schon die richtige Entscheidung, jetzt hier an die Box zu gehen. Also ich bin der Meinung, dass das definitiv die Strategie sein wird von beiden, Finn und Sid, hier durchzufahren. Ich glaube nicht, dass du nochmal an die Box gehen. Ja, nein, ich denke glaube ich absolut nicht. Bei Sid erst gar nicht, weil es macht keinen Sinn. Es sei denn, er packt wieder irgendeine Überraschung aus, mit der man überhaupt nicht rechnet. Was tut er? Hat er die Mediums drauf? Ja. Sid geht auf die Mediums, der wird uns zu Ende fahren. Hat aber auch ein bisschen spritmäßig knapp kalkuliert. Also da wir aktuell 3 Fahrer haben, bei denen ich mir aktuell nicht sicher bin, ob die Reifenregel, so wie sie es dann beschrieben haben. Ruger hat es, glaube ich, richtig gemacht. Der ist auf die Medium gegangen. Also Nike Man müssen wir ein Auge behalten. Der hatte definitiv die Medium noch nicht aufgezogen. Nike, Mix auch nicht. Mix auch nicht. Das heißt, die beiden Nissans. Papa Bär ist reifentechnisch safe. Achilles weich, hatte aber auch noch nicht den Medium gehabt. Geht jetzt an die Box. Ja, also ich bin sicher, dass Achilles die Reifenregel kennt. Ja, Ruger hat die Mediums, ist reifentechnisch durch. Knopfauge hatte die Mediums gehabt, das weiß ich genau. Gerard bin ich, glaube ich, noch nicht zu 100% sicher, kann sein. Aber gut, Achilles hat jetzt natürlich reagiert, denke ich mal, wird sich jetzt die Mediums holen, um reifentechnisch safe zu sein. Das heißt, die beiden Nissans sind das Fragezeichen. Das heißt, beide haben noch ihren Stop vor sich. Und Finn ist wieder ganz nah dran an Sid. Klar, Sid muss sich jetzt erstmal mit den Mediums erstmal irgendwie einfinden. Hat auch gleich die Scheibenwischer an, falls es regnet. Sollte man ihm vielleicht mal sagen, dass wenn er den Scheibenwischer einschaltet. Oh, Finn ist daneben. Greift Finn jetzt an. Finn. Oder hebt sich das Finn jetzt auf? Oh. Jetzt muss sich der Aston Martin vorne strecken.
langen Linie von beiden. Aha. Eigenartige Strategie, meine Herren, wir dürfen aber, ihr wisst auch genau, die Linie darf man auch nicht wechseln, hin und her, so eine Schlangenlinie sind so eine Sachen, das kann auch mal zu Unfällen führen. Bitte nicht nachmachen. Wir sind hier nicht im Slalom. Ja. Nike Man und Michael, ich denke mal, die werden deine Message jetzt verstanden haben. Dass die beiden nochmal an die Box müssen. Das heißt, wenn die... ehrlicherweise nur in diesem ersten Rennen so passieren. Normalerweise, ich habe gerade schon dreimal überlegt, ob ich überhaupt einen Reminder reinschreibe, deswegen habe ich ihn allgemein gehalten. Das ist aber eine Sonderleistung von mir an der Stelle für diesen Season Opener. Ja. Eigentlich bin ich nämlich TRT auch der Meinung, wer antritt, muss klar sein über das, was er tun muss. Also setzen wir es mal als kleines Giveaway von unserer Seite aus. Natürlich muss ja klar sein, dass, richtig, dass diejenigen Fahrer und Piloten auch immer gesagt, wer es auch ist, bitte euch auch die Regeln auch immer durchlesen. Auf der Webseite stehen sie auch drinne. Und natürlich haltet bitte auch die Regeln rein, weil sonst macht ihr euch natürlich auch als Fahrer und Piloten und auch natürlich auch für die Liga lächerlich. Jetzt zurück zum Rennen. Papa Bär hat natürlich seine Reifenpflicht getan, hat sich super soft aufgezogen, hat seine Position wieder hergeschenkt, rechnet wahrscheinlich aber auch damit, dass die beiden vorne nochmal an die Box müssen. Hat einen Rückstand. Ja, Finn, das bleibt ein Kampf bis auf Biegen und Brechen zwischen die beiden hier vorne. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jemand verschalten muss, weil den anderen Kampf muss ich nur noch im Auge behalten hier, was Papa Bär macht, aber zurück natürlich zum Führungskampf, ganz klar. Ich kann den Führungskampf im Blick behalten. Aber ich bin jetzt drauf, weil okay, Finn ist nah dran wieder an Sid. Versucht das außenrum, nein, wird die schlechte Variante sein, aber Sid macht brav die Linie zu und da ist kein Vorbeikommen, aber der Porsche ist... Ja, wie wollen wir das jetzt mal nennen? Also im Kofferraum oder er sitzt schon fast auf dem Beifahrersitz. Das wird richtig spannend. Also das wird definitiv sehr heiß werden hier zwischen die beiden. Der ehemalige Liga B-Meister gegen den Rookie oder den jungen Wilden. Könnte vielleicht auch ein sehr spannender Meisterschaftskampf werden. Weiß man nicht. Also, die Bayern können ruhig von mir aus, wenn sie wollen, so weitermachen. Frage ist, ob sie... Fortsetzung des Duells aus der vergangenen... Ja. Aus der vorletzten Sieg. Frage ist, ob du das nervlich dann durchhältst, weil dann bist du nämlich nach dem Rennen mal wirklich platt. Ne? Wenn wir die Bäden dann mal fragen, wenn sie es geschafft haben irgendwie. Wir haben noch 7 Minuten, liebe Zuschauer. Ja, Kowalski schreibt, nur ein wenig mit dem Po gewackelt. Naja. Ja, Kowalski, du alter Blue Dragon Fighter. Du, deine Vorweise, da habe ich dich in deinen Zweikämpfen gesehen habe. Eieiei. So, Nike Man und die beiden, das sind das Fragezeichen mit ihrem Stop. Würde bedeuten, dass, wenn die beiden jetzt hier ihren Stop nicht antreten, ist klarer Regelverstoß, das heißt, beide müssen nach hinten, ne? Oder? Es steht in der Regel von einer Disqualifikation an der Stelle. Dann ist die Disqualifikation. Nicht Anhaltung der Reifenregel steht eigentlich die Disqualifikation Dann an. ist die ganz klar, so steht es drin und das bedeutet Disqualifikation. Der Rennleiter, der Liga, hat nochmal die Info rausgegeben. Ich hoffe, dass in beiden Piloten die Nachricht angekommen ist. Ansonsten wird das natürlich für Papa Bär und auch für Knopfauge und auch für Ruger, sieh einer an, Ruger, Position 5. Ha! Dem winkt das Podium. Wenn wir noch 6 Minuten Restrennzeit haben, sehe ich da auch keine Chance mehr, noch 5 Runden auf den Mediums zu fahren, wenn ich ganz ehrlich bin. Im In- und Out müsste halt jetzt langsam wieder vorbei sein. Das heißt, für Ruger winkt das Podium. Ha! Winkt das Podium tatsächlich. Naja, schauen wir mal. Noch sind es 5 Minuten. Auch was vorne noch ist, das ist auch immer noch gut. Da wird auch gleich noch wieder eine Überrundung stattfinden. Und zwar die Zurücküberrunden dann doch wieder. Ja, Kowalski, du bist definitiv einzigartig. Ja, das kannst du dir malen, ne? Einzig, nicht artig. Einzig, nicht artig.
aber wenn du dann sagst, so 20 Leute so von der Sorte, du, da hast du als Kommentator, bist du dann definitiv am Ende. Da kannst du dich ins Krankenhaus einliefern nach so einem Rennen. Oh, oh. Und Finn ist wieder sehr, sehr nah dran, wieder an Sid. Zeigt sich jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich im Seitenspiel. Ob das jetzt gerade der Punkt die cleverste Wahl war, aber irgendwas müssen wir ja tun. Ich weiß nicht, ob Sid ehrlich gesagt nur noch nach hinten schaut und nicht mal nach vorne, weiß ich nicht. Ich denke mal, der wird seinen Rückspiegel schon aus dem Auto geschmissen haben, weil er den Porsche schon einfach nicht mehr sehen kann. Ja, das ist auch die Frage. Also er fährt immer noch eine recht ruhige Linie. Ich würde sagen, der hat das ganz gut unter Kontrolle, weil hart verteidigen muss er sich hier an der Stelle noch nicht. Und laufen beide jetzt, laufen auf Gearhead jetzt auf. Es steht eine Überrundung an. Eieiei, wird das hier das Salz in der Suppe? Bitte nicht. Ich denke, es hat es gerade erledigt. Bei Gearhead leider ein bisschen rausgerollt ist. Ja, Gearhead hat den Gefallen getan. Ja. Also man muss nicht so viel Achilles Platz war machen, das. aber... Achilles war es. Achilles war es, okay, stimmt. Ach, das ist so 9 Minuten, ja. Ja, auf den anderen Positionen tut sich derweil nichts. Wie gesagt, die beiden Nissans tun sich gerade ihr Rennen gerade versauen. Eieiei. Meine Herren, bitte nochmal die Reifenregel lesen. Und vorne geht der Kampf munter weiter. Das heißt, das kannst du den beiden dann jetzt schon dann sagen, nach dem Rennen, die beiden sind disqualifiziert. So hart wie es auch ist. Werden Sie bitte nochmal die Reifenregel lesen. Und Finn gibt hier einfach nicht auf. Wir haben noch 3 Minuten. Ist die Frage, tut Finn nochmal alle seine Kräfte nochmal mobilisieren für einen alles entscheidenden Angriff? Oder gibt er sich mit Platz 2 zufrieden? Aber ich denke mal, der Junge wird so aufgeladen sein, ich denke mal, der steht derartig jetzt unter Strom. Ich glaube, den kannst du das Handy in die Hand drücken und das ist in einer Sekunde aufgeladen. Ja, das soll ich machen. Oh, da ist wieder sehr guter Exit von Finn. Jetzt muss sich Sid wehren. Frage, greift Finn jetzt an? Finn zieht raus, jetzt muss er es versuchen. Und da muss ich schon wieder die Worte sagen, die ich immer Scheibenwille immer sage, immer wenn er fährt. Junge, du musst vorbei. Du musst vorbei. Jetzt sage ich das auch schon Finn. Finn, Junge, du musst endlich vorbei. Noch genau diese und die nächste Runde stattfinden. Bei dem Führungskampf. Klasse Schachzug, muss ich sagen, aber von Ruger mit dem Alpha hat natürlich profitiert natürlich von dem Fehler von den beiden vorne, aber er ist jetzt im Prinzip für mich der lachende Dritte hier im Feld. Durchaus. Und Papa Bär auch keine schlechte Leistung. Frage ist bei Papa Bär, war der Stop nötig? Hätte er da nicht mit Mediums durchfahren können? Knopfauge auf für sein erstes Rennen, keinen schlechten Eindruck, gute Zweikämpfe gehabt bis jetzt. Gearhead. Aber das denke ich mal, das wird auch noch kommen, dass sie sich dann auch mit der Regel technisch auseinandersetzen. Oh, Achilles hat sogar einen Schaden vorne. Aber natürlich die letzten Runden jetzt, natürlich der Entscheidungskampf. Und Finn hat eine Strafe. Das könnte die Entscheidung gewesen sein. Ja. Finn Jetzt hat nochmal Strafe abbauen, dann bist du bei 1,2 Sekunden Abstand ungefähr, also aus dem Headshot gewesen, voraus. die Strafe musste er absetzen. Vielleicht versucht das irgendwie auf der Start- und Zielgeraden, aber er muss die Strafe absetzen. Das ist natürlich die alles entscheidende Chance für Sid 83. Er hat jetzt schon wieder 1,5 Sekunden Vorsprung. Das sollte sich für die letzte Runde, ist das recht komfortabel. Ja, und ich würde auch sagen, da geht auch keine weitere Runde mehr, weil ich würde sagen, auch bei Sid, der fährt den Tank bis auf die letzten Tropfen Benzin leer. Und hat die Strafe
Tag jetzt an der Stelle mal noch nicht abgebaut. Ich muss aber auch sagen, dass dann an der Stelle auch nicht das Allerdramatischste. Er verschafft sich dadurch jetzt ja keine expliziten Vorteile, geht keine Gefahr, dass eine Kollision dadurch nicht verursacht. Also über sowas kann man dann mal hinten dann wechseln, da er jetzt schon wieder 2 Sekunden hinter Sid ist. Wird natürlich kritischer betrachtet, sollte man dadurch im Windschatten bleiben, durch Nicht-Absetzen an der Strafe zum Beispiel über eine Runde hinaus, nur um im Windschatten zu bleiben. Ich kann mich da an so eine Morgen erinnern. Und noch verschiedenste Interpretationen das Wird aber trotzdem ich denke mal, der wird jetzt so durch den Wind sein, aber dennoch wird das ihm nochmal als Info gegeben. Aber bis jetzt hat er richtig sehr starke Vorstellung. Und da haben wir schon eine Zieldurchfahrt und da ist es auch leider passiert, liebe Zuschauer, auch das erste Mal. Ja, Nike Man und Michael sind zwar auf Position 3 und 4, aber durch leider Missachtung der Reifenregel sind die beiden auch noch durch Markus, ne? Ist an der Stelle durch, ja. Sind die beiden leider disqualifiziert. Das heißt, sie werden Klassement leider in dem Rennen nicht aufgeführt. Das heißt, der dritte und der letzte Platz auf dem Podium geht an Ruger. Glückwunsch, mein Lieber. Dann natürlich auf 4 gefolgt Papa Bär. Auf gutes Rennen von dir, Junge. Und natürlich auf Platz 5 Knopfauge. Gearhead natürlich auf Platz 6. Und natürlich Achilles. Das ist in seiner letzten Runde auf Platz 7. Aber jetzt zurück zur Zieldurchfahrt. Wo habe ich den Führenden? Und da wünschen wir uns natürlich an Sid 83 zu seinem Sieg. Zum Auftakt der GT3 Champions League Liga B. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Klasse Leistung. Und auch an Finn. Super gemacht von euch beiden. Starkes Rennen gezeigt von euch beiden. Klasse, könnt zufrieden sein. Super. Macht weiter so und mehr davon. Schön gemacht. Auch nochmal Grüße an Jutti, der leider nicht teilnehmen konnte. Das natürlich auch an Jutti natürlich. Das tut uns auch sehr leid, dass das auch technisch eigentlich gegangen wäre. Da wäre vielleicht auch noch mehr Rennaction los gewesen. Aber nichtsdestotrotz, Glückwunsch an Sid83 für seinen Sieg. Ne? Stark gemacht. So, Donny, da brauche ich jetzt mal deine Meinung, da wir aufgrund der Startschwierigkeiten leicht im Termindruck sind. Möchtest du noch ein Podium-Interview machen? Oder wollen wir es diesmal aussetzen? Da setze ich das diesmal aus, weil ich muss mal auch mal kurz für kleine Jungs mal kurz weg. Du brauchst auch mal eine kurze Pause dafür. Genau. Ja, damit ich mich dann auch noch vorbereiten tue für, und das noch Zuschauer euch gesagt, ab 20 Uhr geht's los nochmal mit der Liga A, ist dann am Start. Da hoffe ich, dass ihr alle wieder einschalten dort. Jetzt aus terminischen Gründen werden wir heute mal leider das Podiumsinterview mal aussetzen. Nichtsdestotrotz, kurz zurück dazu nicht zum Renngeschehen. Wie gesagt, war ein spannendes Rennen von euch, liebe Fahrer und viele Piloten. Macht weiter so, das war klasse von euch. Ich muss sagen, ich bin von dem ersten Rennen eigentlich sehr überrascht. Gerade ohne Set, hätte nicht gedacht, dass das so spannend ist. Und da hoffen wir definitiv auf eine tolle, spannende GT3 und auch eine GT4-Saison. Und das sage ich jetzt erstmal auch von meiner Weise aus. Ich danke mich nochmal an Dashbeat, an meinen Kollegen, der sich natürlich jetzt bereit machen muss für sein Rennen. Und auch von meiner Seite erstmal auch Tschüssi, aber nicht vergessen, schaltet dann wieder 20 Uhr wieder ein. Dann geht's wieder los. Liga A, GT3 Championship. Sind wir da. Ich hoffe, ihr auch. Dann bis später. Tschüssi. Tschüssi.